Lektion 1: Umgang mit Feedback. Haben Sie bereits Feedback zu unserem Projekt erhalten? Ja, und ich habe darauf basierend bereits Überarbeitungen vorgenommen. Das ist beeindruckend. Was sagten die Rückmeldungen? Dem Professor gefielen unsere Ideen, er schlug aber vor, einige Punkte zu präzisieren. Klärungsfragen sind immer hilfreich. Auf welche Bereiche haben Sie sich konzentriert? Ich habe mich darauf konzentriert, die Einleitung zu vereinfachen. Sie war etwas zu komplex. Gute Idee. Eine klare Einleitung gibt dem gesamten Projekt den richtigen Ton. Ja, ich habe außerdem weitere Beispiele hinzugefügt, um unsere Argumente zu untermauern. Das klingt toll. Beispiele können unsere Argumente viel überzeugender machen. Ich hoffe, die Überarbeitungen machen es für den Leser ansprechender. Ich bin mir sicher, dass Sie das tun werden. Hast du etwas an der Schlussfolgerung geändert? Ja, ich habe es prägnanter und wirkungsvoller gestaltet. Das ist wichtig. Wir wollen einen bleibenden Eindruck hinterlassen. Apropos Eindrücke, haben Sie das Feedback zu Ihrem Abschnitt gelesen? Das habe ich getan. Der Professor meinte, ich solle die Datenanalyse ausführlicher gestalten. Eine Erweiterung dieses Konzepts wird es auf jeden Fall verbessern. Ich stimme zu. Ich plane, zur besseren Übersicht noch ein paar Diagramme hinzuzufügen. Diagramme sind immer hilfreich. Visuelle Darstellungen erleichtern das Verständnis der Informationen. Lasst uns diese Überarbeitungen gemeinsam abschließen, bevor wir sie einreichen. Ver Teamarbeit führt immer zu den besten Ergebnissen. Ich bin dankbar, Sie als Partner bei diesem Projekt an meiner Seite zu haben. Ebenso. Zusammen sind wir ein großartiges Team. Hiermit wünsche ich mir ein hervorragendes Projekt. Lektion 2: Science-Fiktion-Filme. Ist Ihnen schon einmal aufgefallen, wie unterschiedliche Planeten in Science-Fiction-Filmen dargestellt werden? Ja, manche davon sind ziemlich albern und unrealistisch. Genau. Ich meine, wie oft sieht man schon leuchtend violette Bäume und 3 Sonnen? Fitz, scheinbar lassen Sie sich von Ihrer Kreativität etwas mitreißen. Aber das ist wohl gerade der Reiz daran. Es regt die Fantasie an. Pfiff, ich genieße die Kreativität, auch wenn sie abwegig ist. Welcher ist Ihr Lieblings-Science-Fiction-Film, der einen einzigartigen Planeten zeigt? Ich würde sagen, Taratar. Die Welt von Pandora ist visuell atemberaubend. Pandora ist wunderschön. Die biolumineszenten Pflanzen sind faszinierend. Pfiff, man wünscht sich, man könnte so einen Ort einmal besuchen. Apropos einzigartige Planeten, haben Sie schon mal Star Wars gesehen? Selbstverständlich. Jeder Planet hat seine eigene, unverwechselbare Kultur und Umwelt. Genau. Von den Wüsten Tatooines bis zum Eis von Hoth. Und vergessen Sie nicht die üppigen Wälder von Endor. Ich liebe die Vielfalt der Galaxie in diesem Universum. Es ist faszinierend, aber manche Planeten sind einfach nur lächerlich. Wie der Planet mit den riesigen Marshmallow-Kreaturen. Pfiff, das hat mich zum Lachen gebracht.
Es fühlte sich an wie im Schlaraffenland. Manche dieser Filme reizen die Grenzen der Vorstellungskraft wirklich bis zum Äußersten aus. Aber genau das macht sie ja so unterhaltsam. Da stimme ich zu. Es tut gut, der Realität für eine Weile zu entfliehen. Welchen Film sollen wir als nächstes schauen? Wie wäre es mit Guardians of the Galaxy? Der Film bietet Humor und Abenteuer. Perfekte Wahl. Ich mag die skurrilen Charaktere und ihre Abenteuer. Lasst uns in den Kosmos eintauchen und die Reise genießen. Lektion 3: Die Weisheit der Bäume. Seht euch diese prächtigen Bäume an. Einige von ihnen sind mehrere tausend Jahre alt. Ich weiß, es ist unglaublich, an ihr Alter zu denken. Diese hohen Bäume haben so viel Geschichte miterlebt. Stellt euch vor, welche Geschichten sie erzählen könnten, wenn sie sprechen könnten. Stimmt's? Sie haben Stürme, Brände und Veränderungen der Landschaft überstanden. Ich frage mich, wie der Wald aussah, als diese Bäume noch Setzlinge waren. Es muss damals eine ganz andere Welt gewesen sein. Ich empfinde ein Gefühl von Frieden, umgeben von solch uraltem Leben. Absolut. Die Natur hat etwas Beruhigendes. Und diese Bäume sind mindestens mehrere hundert Jahre alt. Sie sind wahre Giganten. Sie bieten vielen Tieren Schutz und Lebensraum. Ja, Vögel, Eichhörnchen und sogar Insekten sind auf sie angewiesen. Es erinnert uns daran, wie eng die Natur miteinander verbunden ist. Ich glaube, jeder Teil des Ökosystems spielt eine Rolle. Was gefällt Ihnen am besten beim Wandern in solchen Gegenden? Ich liebe die frische Luft und das Gefühl von Abenteuer. Die Bewegung macht mir Spaß, aber die Landschaft ist einfach atemberaubend. Lasst uns einen Moment innehalten und die Schönheit um uns herum bewundern. Großartige Idee. Ein Moment der Dankbarkeit für diese unglaublichen Bäume. Lektion 4: Das Wesen der Freundschaft. Hast du dich jemals gefragt, warum manche Menschen zu guten Freunden werden? Ja, das ist wirklich faszinierend. Was denkst du, was die Ursache dafür ist? Ich glaube, Freunde haben normalerweise etwas gemeinsam. Das leuchtet ein. Gemeinsame Interessen bilden oft ein starkes Fundament. Genau. Wir beide lieben zum Beispiel Wandern und die Erkundung der Natur. Statt gemeinsame Aktivitäten schaffen unvergessliche Erlebnisse. Ein weiterer Faktor sind ähnliche Werte. Das hilft, einander besser zu verstehen. Tja, wenn Freunde gemeinsame Werte teilen, können sie sich gegenseitig in schwierigen Zeiten unterstützen. Ich glaube auch, dass Humor eine wichtige Rolle in Freundschaften spielt. Absolut. Gemeinsames Lachen kann Bindungen stärken. Erinnerst du dich an unsere erste gemeinsame Wanderung? Wir haben so viel gelacht. Wie konnte ich das nur vergessen? Ich dachte schon, du würdest nie aufhören, von diesem Eichhörnchen zu reden. Das Eichhörnchen war ein echter Unterhalter. Es ist schon erstaunlich, wie kleine Momente zu dauerhaften Freundschaften führen können. Ja, solche gemeinsamen Erlebnisse schaffen Insiderwitze.
Apropos, was macht deiner Meinung nach einen guten Freund aus? Ein guter Freund sollte unterstützend und vertrauenswürdig sein, so meine Überzeugung. Da stimme ich zu. Verlässlichkeit ist der Schlüssel zu jeder Freundschaft. Und die Fähigkeit zur offenen Kommunikation ist ebenfalls unerlässlich. Zuruf. Ehrliche Gespräche stärken Beziehungen. Was glaubst du, macht unsere Freundschaft so besonders? Ich glaube, es ist eine Mischung aus Lachen, gemeinsamen Interessen und gegenseitiger Unterstützung. Ich hätte es nicht besser ausdrücken können. Auf unsere Freundschaft. Lektion 5: Kommunikationsstile. Ein Unterschied, den ich beobachtet habe, ist der Kommunikationsstil in verschiedenen Kulturen. Das finde ich faszinierend. Mich würde interessieren, wie Sie es beschreiben würden. In manchen Kulturen neigen die Menschen dazu, sehr direkt und unkompliziert zu sein. Ja, das ist mir auch aufgefallen. In anderen Kulturen gehen die Leute vielleicht indirekter vor. Genau. Sie verwenden oft subtile Andeutungen oder Körpersprache anstelle klarer Aussagen. Das kann manchmal zu Missverständnissen führen. Das kann durchaus sein. Ich erinnere mich an eine Situation, als ich die Nachricht eines Freundes falsch verstanden habe. Was ist passiert? Ich dachte, sie wären verärgert auf mich, aber sie waren einfach nur höflich. Das ist ein häufiges Problem. Glauben Sie, dass direkte Kommunikation besser ist? Es hat seine Vorteile, kann aber in manchen Kulturen auch als unhöflich empfunden werden. Ehrlichkeit ist wichtig, aber Taktgefühl auch. Da stimme ich zu. Es geht darum, die richtige Balance zu finden. Wie passt man sich an, wenn man mit Menschen unterschiedlicher Herkunft kommuniziert? Ich versuche, aufmerksam zu sein und meinen Stil an ihre Signale anzupassen. Das ist ein kluger Ansatz. Aktives Zuhören kann sehr hilfreich sein. Ja, Kontextverständnis ist für eine effektive Kommunikation unerlässlich. Und Offenheit ermöglicht es uns, verschiedene Stile wertzuschätzen. Genau. Es bereichert unsere Interaktionen und erweitert unseren Horizont. Ich lerne gerne mehr über diese Unterschiede. Das macht Gespräche interessanter. Ich auch. Ein Hoch auf die Vielfalt in der Kommunikation. Lektion 6: Fitnesspräferenzen. Ich jogge 3-mal pro Woche im Park. Das ist toll. Ich bevorzuge Yogakurse für mein Training. Yoga ist fantastisch für Flexibilität und Entspannung. Klar, es hilft mir, meinen Kopf frei zu bekommen und mich auf meine Atmung zu konzentrieren. Das kann ich mir vorstellen. Ich habe Yoga einmal ausprobiert, aber ich hatte Mühe mitzuhalten. Das erfordert Übung. Die Posen können anfangs eine Herausforderung sein. Ich muss wohl an meinem Gleichgewicht arbeiten. Ich kam mir vor wie ein wackeliger Baum. Ein wackeliger Baum ist eine treffende Beschreibung. Aber letztendlich geht es darum, seine Mitte zu finden. Ich bewundere Menschen, die diese komplexen Posen mühelos einnehmen können. Mit Zeit und Geduld kann sich jeder verbessern. Wie oft besuchst du Yogakurse?
Ich versuche, mindestens 4-mal pro Woche hinzugehen. Es ist für mich zu einer Routine geworden. Das ist beeindruckend. Was motiviert Sie? Das Gemeinschaftsgefühl in den Kursen ermutigt mich. Das klingt toll. Hast du einen Lieblingslehrer? Chef, mein Ausbilder strahlt Ruhe aus und gibt hervorragende Anweisungen. Ich kann nachvollziehen, welchen Unterschied das macht. Das stimmt. Bitte, was motiviert dich zum Joggen? Ich höre beim Laufen gerne Musik. Das gibt mir Energie. Musik kann ein großartiger Motivator sein. Welche Genres bevorzugst du? Ich mag fröhliche Lieder, alles, was mich zum Bewegen animiert. Gute Wahl. Vielleicht sollte ich mal versuchen, mit Musik zu joggen. Das könnte Ihnen gefallen. Es sorgt für zusätzlichen Genuss. Vielleicht sollten wir unsere Routinen eines Tages zusammenlegen. Das klingt nach einer tollen Idee. Yoga gefolgt von Joggen. Chef, das wird ein einzigartiges Trainingserlebnis. Auf gemeinsame Entdeckungsreisen zu neuen Fitnessabenteuern. Lektion 7: Die kleinen Dinge wertschätzen. Was sollen wir nach diesem köstlichen Mittagessen für den Rest des Tages unternehmen? Ich bin mir nicht sicher. Vielleicht könnten wir einen Spaziergang im Park machen. Das klingt herrlich. Draußen zu sein hebt immer meine Stimmung. Lässt es dich nicht die Schönheit um dich herum wertschätzen? Absolut. Die Natur hat die Gabe, meinen Geist zu erfrischen. Da stimme ich zu. Schon allein das Zuhören der Vögel beruhigt mich. Und die sanfte Brise ist so wohltuend. Es ist ein perfekter Tag. Das stimmt wirklich. Tage wie diese erinnern mich daran, einen Gang runterzuschalten und das Leben zu genießen. Genau. Manchmal verliert man sich einfach in seinem Alltagstrubel. Tja, es ist wichtig, Pausen einzulegen und den Moment zu genießen. Wie entspannen Sie sich am liebsten nach einer anstrengenden Woche? Ich liebe es, Zeit in der Natur zu verbringen, so wie heute. Es erfrischt mich. Das ist eine wunderbare Wahl. Ich lese auch sehr gerne. Lesen ist eine großartige Möglichkeit, dem Alltag zu entfliehen, besonders mit einem guten Buch. Haben Sie ein Buch im Sinn, das Sie empfehlen würden? Ich habe vor kurzem einen Roman gelesen, der mich in eine andere Welt entführt hat. Es war magisch. Das klingt faszinierend. Vielleicht sollte ich es mir ausleihen. Ich würde es Ihnen gerne leihen. Vielen Dank. Ich schätze Ihre Empfehlungen. Es ist immer eine Freude, gute Geschichten mit Freunden zu teilen. Lasst uns unseren Tag und die kleinen Momente, die er bringt, genießen. Lektion 8: Tipps für Zugreisen. Soll ich mir für die Zugfahrt eigene Snacks mitnehmen? Das ist eine gute Frage. Viele Züge haben einen Speisewagen oder eine Snackbar. Stimmt. Aber ich ziehe es vor, meine Lieblingssnacks dabei zu haben, nur für alle Fälle. Das ist eine gute Idee. Welche Snacks bringst du normalerweise mit?
Ich packe gerne Nüsse und Obst ein. Sie sind gesund und sättigend. Tolle Auswahl. Ich bringe normalerweise Müsliriegel und Schokolade mit. Schokolade ist immer eine gute Wahl. Sie macht die Reise angenehmer. Ja, eine kleine Aufmerksamkeit kann jede Reise aufhellen. Freust du dich auf die Zugfahrt? Ruf. Ich liebe es, die sich verändernde Landschaft draußen vor dem Fenster zu beobachten. Ich auch. Es fühlt sich an wie ein bewegendes Abenteuer. Glaubst du, wir werden irgendwelche interessanten Sehenswürdigkeiten sehen? Das hoffe ich. Ich habe gehört, dass es entlang dieser Strecke wunderschöne Landschaften gibt. Ich kann es kaum erwarten, ein paar Fotos zu machen. Pass nur auf, dass du deine Kamera nicht aus dem Fenster fallen lässt. Ich werde vorsichtig sein. Ich möchte meine wertvollen Bilder nicht verlieren. Vielleicht sollten wir uns vornehmen, abwechselnd Fotos zu machen. Das klingt fair. Gemeinsam macht die Reise mehr Spaß. Und es gibt uns Zeit, unsere Snacks gemeinsam zu genießen. Jeff, ein Picknick mit Snacks im Zug klingt herrlich. Auf eine unvergessliche Reise voller herrlicher Ausblicke und leckerer Köstlichkeiten. Lektion 9. Nationalismus verstehen. Drittens kann Nationalismus aus historischen Ereignissen entstehen. Ja, anstatt den Vertrag von Rom zu beschuldigen, sagen die Leute oft, dass er die Spannung anheizt. Ganz genau. Der Vertrag zielte auf die Einigung Europas ab, aber nicht jeder sieht das so. Manche sehen darin einen Eingriff in die nationale Souveränität. Es ist interessant, wie unterschiedlich die Perspektiven sein können. In der Tat, nationale Identität kann ein starker Motivator für Menschen sein. Aber glauben Sie, dass Nationalismus immer negative Folgen hat? Nicht unbedingt. Es kann Stolz und Zusammenhalt unter den Bürgern fördern. Das stimmt. Allerdings kann es auch zu Spaltung und Konflikten führen. Ja, Ausgewogenheit ist bei der Diskussion über Nationalismus von entscheidender Bedeutung. Ich erinnere mich an ein historisches Beispiel, bei dem Nationalismus zu bedeutenden Veränderungen führte. Die Einigung Deutschlands im 19. Jahrhundert kommt mir in den Sinn. Ja, es war ein entscheidender Moment, der Europa neu gestaltete. Doch dadurch entstanden auch Rivalitäten, die zu späteren Konflikten beitrugen. Ja, die Komplexität des Nationalismus ist faszinierend. Wie beurteilen Sie den modernen Nationalismus im Vergleich zu historischen Beispielen? Ich glaube, es ist heute stärker globalisiert, beeinflusst von Technologie und Kommunikation. Das ist ein guter Punkt. Soziale Medien können nationalistische Gefühle verstärken. Das kann es, aber es ermöglicht auch mehr Bewusstsein und Dialog. Das stimmt. Anregende Diskussionen können helfen, Gräben zu überbrücken. Lasst uns dieses Thema weiter vertiefen. Es ist wirklich sehr bereichernd. Lektion 10. Modeentscheidungen. Ich habe mich für Schwarz entschieden, passend zu meinen Outfits für die Veranstaltung. Das ist eine klassische Wahl. Schwarz ist immer stilvoll. Da stimme ich zu. Es ist vielseitig und kann sowohl elegant als auch leger gestaltet werden.
Lässt es sich denn bequem tragen? Ja, ich habe mich für einen leichten Stoff entschieden, der sich toll anfühlt. Komfort ist das A und O. Es nützt nichts, gut auszusehen, wenn man sich nicht bewegen kann. Genau. Ich setze auch gerne mit Accessoires farbliche Akzente. Das ist eine clevere Idee. Eine farbenfrohe Krawatte oder ein Einstecktuch können den Look aufwerten. Und du? Hast du dein Outfit schon ausgesucht? Ich bin noch unentschlossen, tendiere aber zu einem geblümten Kleid. Blumenmuster sind wunderschön. Sie verleihen dem Raum eine fröhliche Atmosphäre. Vielen Dank. Ich hoffe nur, es passt gut und ich kann damit tanzen. Tanzen ist wichtig. Du musst dich frei bewegen können. Verf Ich möchte den Abend genießen, ohne mich eingeschränkt zu fühlen. Haben Sie schon an Ihre Accessoires gedacht? Ich hatte an schlichte Ohrringe und eine Klutsch gedacht. Die klingen ja toll. Schlichtheit kann sehr elegant sein. Da stimme ich zu. Manchmal ist weniger mehr. Sollen wir unsere Outfits zusammen anprobieren und schauen, wie sie aussehen? Das ist eine großartige Idee. Ein Modenschau in der Umkleidekabine. Mal sehen, wer den besten Look kreieren kann. Lektion 11. Kindheitserinnerungen. Ich erinnere mich daran, als meine Eltern uns zu einer Kunstmesse mitnahmen. Das klingt ja spannend. Was ist denn da passiert? Sie bauten einen Stand auf, an dem ein Künstler Karikaturen von Menschen zeichnete. Oh, die sind ja oft so lustig. Wie hat deine Familie reagiert? Wir stellten uns alle an, um unsere Zeichnungen anfertigen zu lassen. Es war ein richtiges Spektakel. Das kann ich mir vorstellen. Hat es dir geschmeckt? Ja, das habe ich. Der Künstler hat meine Gesichtszüge auf humorvolle Weise übertrieben dargestellt. Das muss ja unterhaltsam gewesen sein. Mit deinem Bruder. Er war überhaupt nicht beeindruckt. Der sagte, die Zeichnung lasse ihn lächerlich aussehen. Oh nein, Geschwister können manchmal so kritisch sein. Genau. Er erwartete ein Meisterwerk statt einer lustigen Karikatur. Hat er sich geweigert, es zu behalten? Das hat er. Er hat es zusammengeknüllt und beiseite geworfen. Das ist schade. Manchmal sind es gerade die albernen Momente, die am wichtigsten sind. Da stimme ich zu. Ich lache immer noch, wenn ich daran denke. Hast du noch andere lustige Erinnerungen an diesen Tag? Ja, meine Schwester hat versucht, den Stil des Künstlers nachzuahmen und hat eine Strichmännchenfigur gezeichnet. Das klingt ja witzig. Wie haben deine Eltern reagiert? Sie lachten und lobten natürlich ihre Kreativität. Es ist wunderbar, wie die Kunst unsere verspielte Seite zum Vorschein bringt. Absolut. Selbst wenn es nur eine alberne Zeichnung ist. Auf die schönen Erinnerungen. Darauf ein Hoch. Mögen wir immer Freude an den kleinen Dingen finden. Lektion 12. Globale Geschäftstrends. Wussten Sie, dass Walmart im Jahr 2000 einen Umsatz von mehr als 191 Milliarden Dollar erzielte?
Das ist erstaunlich. Das Wachstum von Weimar war über die Jahre hinweg bemerkenswert. In der Tat. Es ist faszinierend, wie es zu einem weltweit führenden Einzelhändler wurde. Was hat Ihrer Meinung nach zu Ihrem Erfolg beigetragen? Ich glaube, ihre niedrigen Preise und die große Auswahl locken viele Kunden an. Das leuchtet ein. Die Leute sparen gerne Geld beim Einkaufen. Darüber hinaus ist ihr Lieferkettenmanagement hocheffizient. Verf Dadurch können Sie Ihre Regale gefüllt halten und die Preise niedrig halten. Es ist interessant zu sehen, wie sich globale Einzelhändler an unterschiedliche Märkte anpassen. So, jedes Land hat seine eigenen Einkaufsgewohnheiten und Vorlieben. Haben Sie schon einmal in einem internationalen Walmart eingekauft? Ja, habe ich. Die Produktvielfalt ist wirklich überraschend. Ich erinnere mich daran, lokale Lebensmittel und Waren gesehen zu haben, die es bei uns zu Hause nicht gab. Es ist eine tolle Möglichkeit, beim Einkaufen ein wenig von der lokalen Kultur zu erleben. Und Ihr Engagement für Nachhaltigkeit wird immer deutlicher. Tja, viele Verbraucher bevorzugen heutzutage Unternehmen, die umweltbewusst handeln. Es ist ermutigend zu sehen, dass sich Unternehmen auf Nachhaltigkeit konzentrieren. Ich frage mich, wie sich Walmart in den kommenden Jahren weiterentwickeln wird. Das wird spannend zu beobachten sein. Sie haben die Messlatte hochgelegt. Hoffentlich können sie ihren Erfolg beibehalten und dabei verantwortungsbewusst handeln. Darauf ein Hoch. Lasst uns die sich verändernde globale Geschäftswelt im Auge behalten. Lektion der 18, Jammert's Pass. Kein Problem. Ich kann warten, während du dein Glück bei diesem Spiel versuchst. Vielen Dank. Ich weiß Ihre Geduld zu schätzen. Hier ist Ihre Glocke, wenn es um 180 geht. Ich bin neugierig, wie das funktioniert. Was muss ich tun? Man muss das Ziel nur hart genug treffen, damit die Glocke läutet. Das klingt ja ganz einfach. Wie viele Versuche habe ich? Sie haben 3 Versuche, um einen Preis zu gewinnen. Ich hoffe, ich kann die Glocke läuten. Was meinst du, worauf ich hinarbeiten sollte? Zielt auf die Mitte. Das ist der beste Weg, eine gute Punktzahl zu erzielen. Ich werde mein Bestes geben. Ich könnte ein neues Kuscheltier gebrauchen. Ein Stofftier wäre ein toller Preis. Welches würdest du gerne gewinnen? Ich hätte so gern einen riesigen Teddybären. Er wäre die perfekte Ergänzung für meine Sammlung. Ein riesiger Teddybär. Das wäre ja entzückend. Ja, stellt euch nur die lustigen Selfies vor, die wir damit machen könnten. Ich kann es mir schon vorstellen. Du mit einem riesigen Teddybären breit grinsend. Ich muss meine Pose wohl noch üben, bevor ich gewinne. Das solltest du. Eine gute Pose ist die halbe Miete. Na, auf geht's. Ich werde mein Bestes geben. Ich glaube an dich. Konzentriere dich einfach und hab Spaß. Danke. Mal sehen, ob ich die Glocke läuten kann. Lektion 14. Im Freien wachsam bleiben. Es ist wichtig, auch im Freien wachsam zu sein. Da stimme ich zu.
Die Umgebung aufmerksam wahrzunehmen, kann sehr hilfreich sein. Also, was gibt es Neues bei dir? Ich habe das Gefühl, ich bin so beschäftigt wie nie zuvor. Die Arbeit hat deutlich zugenommen. Das klingt nach einer Herausforderung. Wie kommen Sie damit zurecht? Ich versuche, organisiert zu bleiben und Aufgaben zu priorisieren. Das hilft sehr. Das ist eine kluge Herangehensweise. Haben Sie Zeit zum Entspannen gefunden? Ich habe ein paar Yogastunden dazwischen geschoben. Sie ehren mich. Yoga ist super zum Stressabbau. Ich sollte mal mitmachen. Es würde Ihnen gefallen. Es geht darum, die Balance zu finden. Apropos Ausgewogenheit, ich versuche öfter wandern zu gehen. Wandern ist fantastisch. Die Natur hat die Gabe, den Geist zu erfrischen. Absolut. Aber ich achte auf den Wanderwegen immer besonders darauf. Das ist klug. Es können unerwartete Hindernisse auftreten. Genau. Ich bin mal über eine Wurzel gestolpert, weil ich von einem Eichhörnchen abgelenkt war. Ein Eichhörnchen. Sie können recht unterhaltsam sein, aber auch hinterlistig. Ja, ich habe meine Lektion gelernt, auf den Weg zu achten. Es ist gut, in solchen Momenten den Humor zu finden. In der Tat, das gibt später eine lustige Geschichte. Und was hast du sonst noch so gemacht außer Wandern? Ich habe angefangen, ehrenamtlich in einem örtlichen Tierheim zu arbeiten. Es war eine bereichernde Erfahrung. Das klingt fantastisch. Tieren zu helfen ist eine edle Sache. Das stimmt. Außerdem kann ich dabei meine Wachsamkeit aufrechterhalten. Du leistest großartige Arbeit, auf dass du weiterhin aktiv und aufmerksam bleibst. Darauf ein Hoch. Lasst uns weiterhin auf Entdeckungsreise gehen und unsere Abenteuer genießen. Lektion 15. Technologie im Geschäftsleben. Ist Ihnen aufgefallen, wie Unternehmen heutzutage mit Kunden und Lieferanten interagieren? Tja, viele Unternehmen bieten Zugang zu ihren Websites, um die Kommunikation zu vereinfachen. Genau. Es vereinfacht Transaktionen und verbessert den Kundenservice. Manche Unternehmen setzen sogar auf elektronische Datenaustauschsysteme ED. EDI-Systeme können Prozesse erheblich optimieren, nicht wahr? Das können sie definitiv. Sie ermöglichen einen schnelleren und genaueren Datenaustausch. Ich erinnere mich noch an Zeiten, als Papierkram die Norm war. Die Bearbeitung von Bestellungen dauerte ewig. Oh ja, das kann ich mir vorstellen. EDI hat diese Erfahrung grundlegend verändert. Das hat es. Aber glauben Sie, dass alle Unternehmen bereit sind, diese Technologie einzuführen? Nicht unbedingt. Kleinere Unternehmen könnten mit dem Übergang Schwierigkeiten haben. Das ist ein berechtigter Einwand. Möglicherweise fehlen Ihnen die Ressourcen für die Umsetzung. Wer sich jedoch die Technologie zunutze macht, verschafft sich oft einen Wettbewerbsvorteil. Ja, es kann die Effizienz und die Kundenzufriedenheit steigern. Kennen Sie Beispiele von Unternehmen, die EDI erfolgreich einsetzen?
Ich habe von einem großen Einzelhändler gelesen, der nach der Umstellung die Fehlerquote um 90% senken konnte. Das ist beeindruckend. Es zeigt das Potenzial der Einführung solcher Systeme auf. Sehen Sie irgendwelche Nachteile darin, sich zu stark auf Technologie zu verlassen? Nun ja, technische Probleme können den Betrieb stören, wenn sie nicht ordnungsgemäß behoben werden. Stimmt. Ein guter Backup-Plan ist im Falle von Systemausfällen unerlässlich. Da stimme ich zu. Es ist auch wichtig, Technologie und menschliche Interaktion in Einklang zu bringen. Auf die Nutzung von Technologie und der Beibehaltung des menschlichen Faktors. Lektion 16. Gemeinsam kochen. Seht euch all diese frischen Zutaten an. Die sind super. Damit kann man gebratenes Hähnchen mit Gemüse zubereiten. Das klingt köstlich. Hast du ein bestimmtes Rezept im Sinn? Da, das tue ich. Zuerst müssen wir das Hähnchen marinieren. Was sollen wir als Marinade verwenden? Sojasauge, Knoblauch und etwas Ingwer sorgen für einen fantastischen Geschmack. Klingt perfekt. Ich liebe den Geschmack von Ingwer in Wokgerichten. Das gibt dem Ganzen eine schöne Würze. Als nächstes sollten wir das Gemüse vorbereiten. Welches Gemüse empfehlen Sie? Paprika, Brokkoli und Karotten passen hervorragend zusammen. Ausgezeichnete Auswahl. Sollen wir sie zusammen klein schneiden? Tja, gemeinsam macht Kochen viel mehr Spaß. Da stimme ich zu. Außerdem ist es eine tolle Möglichkeit, beim gemeinsamen Essen Zeit miteinander zu verbringen. Ja, Kochen ist wie eine Kunst und wir sind die Künstler. Ich kann es kaum erwarten, unser Meisterwerk zu sehen, wenn es fertig ist. Und das Beste daran ist, es hinterher zu genießen. Stimmt. Sollen wir zuerst das Hähnchen oder das Gemüse kochen? Wir kochen zuerst das Hähnchen, dann geben wir das Gemüse hinzu. Super Idee. So wird alles perfekt gegart. Und zum Schluss können wir noch etwas Sesamöl für zusätzlichen Geschmack hinzufügen. Wow, du kennst dich in der Küche wirklich gut aus. Vielen Dank. Ich experimentiere gerne mit verschiedenen Geschmacksrichtungen. Auf ein köstliches Abendessen und ein wunderbares Kocherlebnis.